Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich war letztens in Kolberg und habe mir da ein Apartment gebucht und das Apartment, was ihr gleich zu sehen kriegt, ist mit eins der schlimmsten, wenn nicht sogar das schlimmste Apartment, was ich mir bisher gebucht habe, zumindest wenn es hier um Urlaubsorte hier in Polen geht. Ich kann noch dazu sagen, dass ich ungefähr zwischen 3 und 6 Mal im Jahr an verschiedenen Orten hier in Polen fahre, überwiegend an der Ostsee. Und ja, ich habe da auch schon gewisse Erfahrungen sammeln können, wenn es darum geht, Apartments zu buchen. Ihr könnt euch mal einfach mal gleich das Video selber anschauen und dann würde mich auch mal interessieren, wie ihr dieses Apartment bewerten würdet. Dann selbstverständlich nur anhand der Bilder, was ihr von mir hier zu sehen kriegt. Aber das würde mich wirklich sehr interessieren. Selbstverständlich habe ich auch meine Bewertung öffentlich geschrieben, auch dass selber die Vermieterin auch die Bewertung lesen kann. Ich war auch später noch ein wenig mit der Vermieterin im Kontakt. Wir haben private Nachrichten geschrieben, aber dazu würde ich sagen, erzähle ich später noch mal ein paar Worte. Dann würde ich jetzt sagen, schaut euch einfach mal dieses Video an. Hinterlasst mir bitte mal eure Meinung dazu, wie ihr dieses Apartment zwischen 1 und 5 Sterne, wie ihr das bewerten würdet. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Ich werde euch jetzt ein Apartment zeigen, welches ich mir gebucht habe, als ich in Kolberg Urlaub gemacht habe. Ich würde sagen, wir gehen am Anfang einfach mal das ganze Apartment durch und dann zeige ich euch, was mir weniger gefallen hat, was mir vielleicht auch gefallen hat oder was ich teilweise sogar meiner Meinung nach lebensgefährlich finde. Aber wir gehen einfach mal rein und dann seht ihr selbst. So, gehen wir einfach mal hier rein. Also hier, das Apartment ist in der ersten Etage. Es hat keinen Aufzug, was auch nicht schlimm ist. Es ist nur mühsam, hier mit dem Kinderwagen hochzugehen. Aber das wussten wir von vornherein. Das Apartment habe ich auch über Airbnb gebucht. Den Link dazu packe ich euch später auch nochmal in der Videobeschreibung rein. Wer nach dem Video das Apartment trotzdem buchen möchte, kann das gerne machen. So, das ist jetzt hier Apartment Costa. Man kommt hier ganz normal mit dem Schlüssel rein. So, ja. Und das ist jetzt hier das Apartment. Wenn man jetzt hier reinkommt, ich mache einfach mal vielleicht das Licht an, damit man das auch besser erkennen kann. So, wenn wir jetzt reinkommen, sehen wir, sind wir direkt im Wohnbereich. Genau, hier haben wir eine Couch, eine zweite Couch. Ich glaube, die kann man auch ausklappen, da das Apartment wohl für 6 Leute gedacht wurde. Einen kleinen Fernseher haben wir hier auch noch. Hier haben wir Fenster, ja, ist relativ hell. Das Wetter spielt jetzt nur nicht mit, deswegen ist das hier ein bisschen dunkler in der Wohnung. Wenn man hier auch sofort zur Tür reinkommt, hat man ja, zur linken Seite sofort eine Küche. Ja, die Küche ja, ist ausgestattet mit einem Kühlschrank, ganz normal Cerankochfeld, ja, mit einem Wasserkocher und einer Kaffeemaschine. Hoppala, zeige ich mal hier. Schränke, Besteck, Geschirr. Hier auch ein Tisch, wo man sich hinsetzen kann und frühstücken kann oder Mittagessen kann. Ja, genau. Dann haben wir hier zur rechten Seite, wenn man von der Tür hier reinkommt, sofort das Badezimmer, ist eine Dusche mit einer Toilette, ganz normal. Hier haben wir ein Waschbecken, einen Spiegel mit Lichter. Genau, also, ach genau, und hier haben wir auch noch eine, hoppala, hier haben wir auch noch eine Waschmaschine, ein etwas älteres Modell. Genau, so kann man das hier sehen, wo man die Wäsche noch von oben hier reinschmeißt. Und dann gehen wir jetzt auch rüber ins Schlafzimmer. Also das ist hier das Schlafzimmer mit einem Bett. Ist, ich denke, 61 x 2 Meter. Also von der Größe ist das eigentlich ganz in Ordnung. Dann haben wir auch einen Schrank. Auch jetzt sieht man mich hier auch ganz kurz. Dann haben wir auch einen Kleiderschrank. Dazu komme ich aber auch gleich noch. Und wir haben hier einen Balkon. Ja, mal auf. Ja, das ist hier der Balkon. Hier haben wir einen Tisch mit 2 Stühle. Hier genau das gleiche. Und ja, wenn man jetzt den Stand wissen möchte, also hier vorne, ich versuche mal ranzuzoomen, hier vorne fängt quasi der Leuchtturm an von Kolberg. Ganz schön.
Und wenn man hier nochmal ganz genau hinschaut, sieht man auch da hinten das Meer. Ja, ich mache mal wieder zurück, so damit man vielleicht so einen Eindruck hat, wo sich das Apartment überhaupt befindet. Hier vielleicht auch, ja, auch nochmal so ein bekanntes Merkmal, dieses Riesenrad hier in Kolberg. Genau. Und ja, das ist hier auf jeden Fall das Apartment. An sich ist ja das Apartment nicht schlecht. Nur hier sind einige Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen haben, was meiner Meinung nach teilweise sehr dreckig war oder vielleicht auch sogar lebensgefährlich. Aber ich würde einfach mal sagen, ich fange einfach mal mit so Kleinigkeiten an im Badezimmer. Also wenn man reinkommt, es war hier von vornherein total dreckig. Wenn man sich diese Sachen hier anguckt, sowas wie hier oder da. Ich weiß nicht, was das ist, ob das abgenutzt ist. Da unten haben wir auch so Ecken. Ja. Aber wenn wir uns das hier mal anschauen, ne, also man kann hier die Wanne fast eintreten. Ne. Also das ist, naja, eine Zumutung, würde ich sagen. Hier oben, wenn wir uns auch mal hier die Lüftung anschauen. Also ich habe zu Hause auch so eine Lüftung und so sieht eine Lüftung aus, wenn die Monate nicht geputzt wurde. Das kann ich euch garantieren. Wir machen unsere Lüftung regelmäßig sauber, aber damit die so aussieht, braucht es auf jeden Fall ein bisschen Zeit. So, das ist jetzt hier noch das Badezimmer. Klar kann ich jetzt auch noch hier so Kleinigkeiten zeigen, hier sowas hier wie verrostete Schrauben. Der Deckel, der fällt schon. Naja, man sieht das ja fast auseinander. Über Sachen, worüber man sich streiten kann, aber hier vielleicht eine Bitte an alle Vermieter: Kauft kein zweilackiges Klopapier für eure Gäste. Das ist wirklich nicht toll. Ich denke, da wird mir jeder recht geben. So, das ist jetzt hier auf jeden Fall nur das Badezimmer. Ja, auch hier ein bisschen kaputt. Aber da sind sogar noch Sachen, worüber ich hinwegschauen könnte. Dann schauen wir uns mal die Küche an, was auf den ersten Blick vielleicht nicht schlecht aussieht. Wenn wir aber näher rangehen, man sieht einfach, wie die hier total abgenutzt ist. Und ich schwöre euch, das ist nicht von mir. Wir waren 6 Tage in dem Apartment und nach 6 Tagen kann man eine Küche nicht so zurichten. Auch wie man das hier sieht, hier solche Sachen. Das ist hier, das klebt hier total ab. Ja, sowas hier schaut mal. Wenn wir sowas hier sehen, das ist einfach, ich weiß nicht, ich denke mal von der Feuchtigkeit oder sowas. Man muss auch sagen, Bilder vom Apartment im Internet auf Airbnb sehen ein bisschen anders aus wie jetzt hier die Realität aussieht. Man sieht einfach, das ist eine alte Küche, oder ich würde sogar sagen, die ganze Wohnung ist einfach eine alte Wohnung, die einfach auf ganz billige Art und Weise aufgefrischt wurde. Nicht schön, meiner Meinung nach nicht schön, um so Gäste zu empfangen. Man hat wirklich an jeden, sage ich mal, Kleinigkeit gespart. Anstatt einen Mülleimer hat man hier einfach einen Wischeimer reingestellt. Ne? Und ja, man sieht auch, wie das hier alles aussieht. Ja, also, ja, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch ein bisschen empfindlich, aber für mich persönlich ist das einfach nicht gut. Eine nicht gut erhaltene Wohnung. Auch hier, schaut mal, die Schublade habe ich nicht einmal benutzt und hier Pfefferreste oder Staub oder keine Ahnung, was das hier ist. Genauso wie hier teilweise. Die Schubladen kriegt man hier, die kriegt man hier kaum raus. Ja. Schauen wir mal hier, was wir hier haben. Habe ich auch noch gefunden, einen Schraubenzieher. Ich weiß nicht, vielleicht will man irgendwie die Küche sauber machen oder reparieren. Auch, also alles hier so ganz lieblos, einfach irgendwie hingeschmissen, irgendetwas reingeknallt, damit das irgendwie auf den ersten Blick vernünftig aussieht. Ja, auf jeden Fall bin ich nicht zufrieden damit. Ne? Wenn wir jetzt auch mal weiter schauen, also wie gesagt, ich will jetzt nicht sehr pingelig sein, aber schaut mal, hier die Lampen, ne? Schaut mal, das ist mein Finger. Oh, genau das. So, das ist mein Finger. Schau mal. Ja. Hier genau das gleiche. Also, naja, ich denke, das sagt alles aus. Auch die Dekoration total lieblos. Ich will jetzt hier oben nicht mit dem Finger dran gehen. Ach, ist das. Machen wir einfach mal. Oh, schaut euch das an. Ja? Also, das ist nicht irgendwie 3-4 Tage nicht geputzt. Ja?
Das ist Wochen, wenn nicht sogar Monate nicht geputzt worden, dass mir hier hinterher auch nicht irgendwie einer sagen kann oder der Vermieter mir später sagen kann, ich habe das hier irgendwie extra gemacht. Auch die Vorhänge hier, schaut euch das an, das ist alt. Das ist alt, einfach vom Vormieter dagelassen. Ich habe auch eine Wohnung renoviert und das ist nicht wirklich teuer, solche Gardinenvorhänge hinzumachen, neue. Auch schaut mal, Spinnennetze. Ne? Ja, okay, hier oben die Bilderrahmen will ich jetzt nicht, aber ich denke, man sieht auch schon den Staub da oben drauf. Ja. Gehen wir jetzt mal zum Schlafzimmer. Also, wir sind noch nicht fertig. Mal ganz davon ab, dass es hier sehr abgenutzt aussieht. Aber wie gesagt, das sind sogar noch Sachen, wo ich sogar noch das Auge zudrücken würde, wo ich sage, okay, ist vielleicht eine Wohnung, die oft vermietet wird und dann kann das passieren. Aber hier haben wir jetzt den Schrank. Machen wir erstmal die eine Seite auf. Ja, zeige ich euch, wie das hier aussieht. Soweit, naja, gleich in Ordnung. Hier haben wir so einen, ich weiß nicht, Schrank im Schrank. Schaut euch das an hier. Also, das ist gefährlich. Ich bin hier mit einem kleinen Kind. Ja, wenn ich das aufmachen würde und das irgendwie abfallen würde und das auf mein Kind fallen würde, dann hätten wir hier ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Zu einem das. Und jetzt zeige ich euch noch etwas. Also, das ist echt schon hardcore. Boah, schaut mal, ich kriege den Schrank hier kaum auf. Du Scheiße. Ups, Entschuldigung. So, schaut mal. Wir haben hier ein Bügeleisen. Schaut euch das an. Hier die Kabel. Die sind hier auf. Ja, teilweise hier auf. Und schaut mal, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ja, was die hier gemacht haben. Aber das Kabel, das haben die hier einfach mit einem Stück Folie umgewickelt und Draht. Also Leute, das ist, ich weiß nicht, ich bin kein Elektriker, ich bin kein Experte, was sowas angeht, aber ich würde das nicht benutzen. Ich würde das als lebensgefährlich sehen. Wenn ich da jetzt irgendwie was bügeln möchte und ich da irgendwie einen Stromschlag kriege oder sowas, ich habe keine Ahnung, wie alt das Gebäude ist, ob hier die Sicherungen sicher sind, aber das ist wirklich unzumutbar, meiner Meinung nach. Meine persönliche Meinung ist einfach, die Wohnung, die wurde gekauft, die wurde wirklich auf billigste Art und Weise renoviert, wenn man das überhaupt renovieren nennen kann, um einfach das jetzt Touristen zu vermieten. Ne? Also das sind jetzt hier wirklich nur Kleinigkeiten, die ich euch gezeigt habe. Ach genau, noch eine Sache, die ich euch zeigen möchte, was mir noch aufgefallen ist. Ja, wer also in den Urlaub gefahren ist, der weiß auch, dass das Wetter derzeit nicht optimal ist. Und ja, wir wollten vielleicht auch mal irgendwie Sachen trocknen. Und wir haben auch hier eine Heizung, ja, die nicht funktioniert, was ich auch verstehen kann. Im Sommer werden teilweise Heizungen ausgestellt. Wenn ich jetzt hier auch mal drüber gehe, schaut mal, auch Dreck, Staub ohne Ende. Ja, kann ich das voll und ganz verstehen, ist ja auch in Ordnung. Aber dann habe ich eigentlich irgendwie mit, weiß nicht, mit einem Ständer gerechnet, womit ich das dann trocknen kann. Meine Handtücher zum Beispiel. Und den Ständer, den ich gefunden habe, war hier auf dem Balkon. Das ist der hier und der ist total verrostet. Und ganz ehrlich, hier will ich nicht meine Klamotten aufhängen. Die werden dreckig, die gehen danach kaputt, die sind danach voll mit Rost. Und naja, ich weiß nicht, ob ich dann in ja, sowas meine Klamotten trocknen möchte. Also meine persönliche Meinung ist, ich kann diese Wohnung nicht empfehlen. Ach, schaut mal, hier haben wir noch eine Lüftung, auch voll verstaubt. Also ich kann diese Wohnung nicht empfehlen, auf gar keinen Fall. Ich finde, diese Wohnung ist, ich drehe mal zu mir, ich finde, diese Wohnung ist eine Zumutung. Hier wurde auf wirklich billige Art und Weise die Wohnung renoviert und das jetzt Touristen gegeben. Ich finde, das ist meiner Meinung nach sogar eine Schweinerei. Ich persönlich würde niemandem etwas geben, wo ich selber auch nicht drin wohnen möchte. Aber das ist echt hardcore und ich muss sagen, das ist das schlechteste Apartment, was ich je gebucht habe. Ich fahre 3 bis 4 Mal im Jahr an der Ostsee hier in Polen und das ist wirklich das schlechteste, was ich je gebucht habe. Und naja, ich werde auch auf Airbnb natürlich dementsprechend meine Bewertung geben. Aber ja, ich packe euch auf jeden Fall den Link zum Apartment in der Videobeschreibung rein. Wer trotzdem das Apartment buchen möchte, der sagt, okay, er kann damit leben, gerne kann er das machen.
noch so eine Sache vorweg. Ich finde Sauberkeit, und das ist egal, ob man in ein Motel geht, in ein Ein-Sterne-Hotel oder in ein 5-Sterne-Hotel, Sauberkeit muss immer sein. Die Sterne ist einfach nur, ja, wie soll man das sagen, eine Bewertung des Services, eventuell des Equipment, was man im Apartment hat. Aber ob jetzt ein Stern oder ein Motel, kein Stern oder was auch immer, Sauberkeit muss immer sein, meiner Meinung nach, im Badezimmer, Küche, Schlafzimmer, in der ganzen Wohnung. Das ist das A und O, um zumindest dem Gast einen schönen Start in den Urlaub auch zu wünschen. Ja. Ihr habt jetzt das Apartment gesehen und eure Meinung zu dem Apartment würde mich wirklich sehr interessieren, wie ihr dieses Apartment anhand der Bilder, die ich euch da jetzt gezeigt habe, einschätzen würdet. Das würde mich wirklich sehr interessieren, ob ich da vielleicht ein bisschen zu empfindlich bin oder ob ich schon in dieser Richtung zumindest teilweise recht habe. Auch würde mich wirklich sehr interessieren, ob einer von euch vielleicht selber schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Auch das könnt ihr mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Wie schon gerade erwähnt, habe ich auch eine öffentliche Bewertung geschrieben und war danach auch noch ein wenig mit der Vermieterin in Kontakt. Und ich werde euch natürlich jetzt auch noch kurz darüber berichten, was dann noch zwischen uns da vorgefallen ist. Ich werde immer zwischendurch zum Bildschirm schauen, deswegen nehmt das bitte nicht als unhöflich oder unpersönlich, wenn ich jetzt hin und wieder hier drauf schaue. Also meine öffentliche Bewertung. Den Link zum Apartment packe ich euch auch in der Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr auch meine öffentliche Bewertung einsehen und auch die Antwort der Vermieterin. Also ich habe nochmal ganz grob hier wiedergegeben, dass das Apartment an einem super Standort ist. Ist ja auch so, das ist wirklich mitten im Zentrum. Und ja, dann habe ich nur ein paar Punkte angeschrieben, dass zum Beispiel die Küchenutensilien auf dem Bild, also was auf Airbnb präsentiert wird, und die Realität, was in der Wohnung steht, nicht die gleichen Artikel sind. Also in der Wohnung stehen alte Artikel, auf den Bildern sind natürlich neue Artikel, zumindest ist das so meine Einschätzung gewesen. Ja, dass die Wohnung veraltet und dreckig ist, habe ich auch noch in Klammern geschrieben. Dass ich selbstverständlich auch noch Bilder gemacht habe, was ich dann auch der Vermieterin zeigen kann. Nicht, dass sie sagt, ich denke mir irgendetwas aus. Ja, dass es halt die Ablüftungen verdreckt sind. Ach, das habt ihr gar nicht im Video gesehen, dass sogar Haare im Badezimmer über der Tür klebten. Ich habe davon nur Fotos gemacht. Ich habe das jetzt nicht auf dem Video mit aufgenommen. Ja, das habe ich dann auch noch geschrieben und ja, dass auch zum Beispiel die Heizung im Badezimmer nicht funktioniert, was zur Sommerzeit selbstverständlich auch sein kann. Einige Wohnungen haben das, aber da muss man eine Alternative anbieten, keinen verrosteten Wäscheständer, ja, der auf dem Balkon vor sich hergammelt mit total viel Rost und so weiter und so fort. Natürlich hat dann auch die Vermieterin eine öffentliche Antwort gegeben, dass sie sich für die wertvolle Bewertung bedankt und ja, auch sich dafür bedankt, dass ich dort das Apartment gebucht habe. Es tut ihr sehr leid, dass ich nicht mit der Wohnung zufrieden war, aber der Wohnung entspricht den Standard, also der Preis-Leistung passt, also Standard zum Preis passt auf jeden Fall. Das kann ich nicht so sagen, was ich schon vorher erwähnt habe. Sauberkeit hat für mich keinen Preis. Sauber muss eine Wohnung immer sein und das ist egal, ob es das günstigste vom günstigsten ist oder das teuerste vom teuersten. Ja, wie gesagt, dann sagt sie, dass die Wohnung gemütlich ist und bisher allen Gästen gefallen hat. Laut Airbnb, was ich jetzt hier auch selber nur einsehen kann, waren vorher letztes Jahr im April 2022 und im Juni 2022 ganze 2 Gäste. Und eine ganz wichtige Sache, wo die Gastgeberin auf jeden Fall lügt. Sie sagt, alle Küchengeräte, die auf den Fotos zu sehen sind, befinden sich in der Küche. Nur stehen sie in den Schränken und nicht auf dem Tisch wie auf den Fotos. Sie sagt, ja, die waren nur versteckt, die Küchengeräte. Oder beziehungsweise in den Schränken. Für mich hat sie ganz klar gelogen und das ist auch für mich auf jeden Fall ein No-Go, darf so nicht sein. Aber hier gibt sie dann auch noch etwas zu. Sie schreibt, ja, ich werde mit der Reinigungskraft sprechen und natürlich ja, wird sie da dann halt, und sie ist der Meinung, dass die Sauberkeit in Zukunft besser wird. Selbstverständlich habe ich dann auch noch ein paar private Nachrichten mit ihr geschrieben, weil ich ja auch in der Bewertung öffentlich geschrieben habe, ja, dass ich Fotos der ganzen Sachen gemacht habe und ja, um euch jetzt hier auch kein Blödsinn zu erzählen, gehe ich jetzt nochmal hier in die Nachrichten rein, welche wir geschrieben haben. Genau, ihre erste Nachricht dann an mich war, also man muss sagen, vorher war der Kontakt echt sehr gut. Die Gastgeberin an sich war sehr, sehr
war sehr, sehr genau, was auch die Angabe des Komplexes angeht und alles, wie ich in die Wohnung komme und so weiter. Also vorher war immer alles sehr gut, muss man auch sagen. Also an sich, wenn man das jetzt von dieser Perspektive sieht, an sich sehr gut. Und dann hat sie auch noch geschrieben, ja, guten Tag, sie würde gerne die kaputten Sachen sehen und ja, natürlich den Dreck, was ich vorher erwähnt habe in der Bewertung, was ich da fotografiert habe. Und dann habe ich hier auch halt die Fotos zugesendet von dem Staub, vom Badezimmer kaputten Sachen. Also teilweise, was ich kaputt fotografieren konnte. Einige Sachen, die kaputt sind, wie die wackelige Schranktür, war mir ein bisschen schwierig zu fotografieren. Das habe ich nur als Video. Aber zum Beispiel im Badezimmer waren auch einige kaputte Sachen, was ich ihr natürlich auch fotografiert habe. Ich habe ihr alles zugesendet. Dann habe ich auch noch einmal eine ganz dicke Nachricht geschrieben. Und auch habe ich ihr nochmal klar gemacht, dass für mich Sauberkeit keinen Preis hat. Und das ist wirklich egal. Also ich kann es nochmal sagen, hier auch nochmal ein Tipp an alle Vermieter. Sauberkeit hat keinen Preis. Es muss immer sauber sein. Und das ist meine persönliche Meinung. Da gibt es wirklich keinen Preis dazu. Das habe ich ihr auch nochmal alles geschrieben. Sie hat sich alle Bilder angeschaut. Ich kann das ja sehen, ob sie sich die Nachrichten angeschaut hat. Sie hat sich auch nochmal meinen Text durchgelesen, hat aber nicht mehr darauf reagiert. Es ist auch für mich ein Zeichen, dass sie das so hingenommen hat, akzeptiert hat und ich hoffe, dass das auf jeden Fall in Zukunft mit diesem Apartment besser sein wird. Ich bin natürlich auch in Zukunft auf Bewertungen des Apartments gespannt, ob sich da vielleicht wirklich irgendetwas ändert. Also ich kann noch mal hier von meiner Seite her sagen, das Apartment in diesem Zustand, so wie ich das gekriegt habe, würde ich das wirklich niemandem empfehlen. Ansonsten, wenn es um die Lage geht, ist wirklich eine Top-Lage, aber alles andere ist einfach nur ein Daumen runter. Und ja, das ist das, was ich zu diesem Thema auf jeden Fall sagen kann. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund, einen schönen Urlaub noch, wenn du im Urlaub bist. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao.